gerade mal noch gegoogelt. Ich denke, das ist auch noch ein lustiges Video. Von CNN. Let's go. Trump is still your president! It's legal for them to count votes in Pennsylvania 2 days Das sind also jetzt Trump-Supporter, die da anscheinend befragt werden. after the election on November 3rd. Yes. You're wrong. Go. I don't even want to talk to you. What the I fuck? believe that Donald Trump won the election. I believe that they tried to steal the election. Stop the Steal, a movement of Trump supporters that gained hundreds of thousands of followers online in the hours after the election, has inspired protests across the country. Stop the Steal. Eine Gruppe, okay? The ballots that you said you saw are lying around the place or in trash cans or whatever. Where are you hearing that from? I mean, the videos are going viral everywhere. I've seen them on TikTok. I've seen them on Facebook. I've seen them on Fox News. I've seen them on the local news around my area. TikTok, Facebook, Fox News. Videos gehen viral. Was der meint, ist wahrscheinlich das Video, wo Wahlzettel, Duplikate verbrannt werden, die aber schon debunked wurden. Da wurde eine Untersuchung eingeleitet und man hat herausgefunden, dass das keine echten Stimmzettel sind und das auch ganz schnell debunked. Ganz, ganz schnell. Das hat aber niemand gehört. I've seen too much pieces of different evidence so far that shows that at this point I would be okay with a revote. Die wollen einen Revote, die wollen das nochmal haben, weil sie nicht das Outcome bekommen haben, was sie glauben und was sie wollen. Really? Yeah, absolutely. When you have video footage of people LOL, das ist es! taking bags of ballots and showing that they are for Donald Trump and lighting them on fire. I helped write a fact check on CNN on that particular video. The election officials said that video has been going around for a few days. They are printout ballots. They're not real ballots. Das sind einfach ausgedruckte. Die sind nicht echt. So you use the information of the election officials. Somebody like me comes along, tries to research it, tries to fact check it, and then I fact check it. You'll come back and say, well, the election officials would say that. But wouldn't they though? That's the thing though. Question everything, right? Right? Oh Gott, dieses Question Everything, Alter, das ist auch so eine dumme... Weißt du, stell alles in Frage, außer die eigenen Ideen. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Bruder, das Video ist legit einfach wrong. Es wurde überprüft. Deren besorgniserregende Aufmerksamkeit wurde sozusagen tatsächlich überprüft. Man hat es nachgeschaut und man kann denen versichern, hey, kannst du dich noch erinnern, als du uns gesagt hast, dass dieses Video kursiert? Wir haben das überprüft und es ist nachweislich jetzt so untersucht worden, dass das nichts mit den echten Stimmzetteln zu tun hat und es handelt sich dabei um falsche, also ein Fake-Video. Es ist also, brauchst dir keine Sorgen machen. Das stimmt nicht. Und dann sagst du, warum stimmt das nicht? Weil das die Leute, die das behaupten würden, die würden das ja sagen. Wait a minute. Wir haben doch gerade, was? Ich schaffe es nicht, diese Gedankengänge zu verarbeiten, weil das so unglaublich dumm ist. Es ist, jegliche Logik ist komplett befreit davon. Absolut befreit davon. The video actually showed sample ballots, not real ballots. The video's assertion is false, but even the president's son tweeted it to his millions of followers. Möchte ich hinzufügen, dass übrigens der Sohn Donald Trump Jr. das getweetet hat und gesagt hat, guck mal, hier verbrennen so unsere Stimmzettel. Und alle haben gesagt, hey, sorry, Bruder, das ist fake. Das ist einfach nur bewusst fake, hat aber keinen interessiert. Weil das nicht darum geht, herauszufinden, was echt oder was nicht echt ist, sondern herauszufinden, was die eigene Narrative, den eigenen Fall unterstützt. Darum werden die auch vor Gericht scheitern. Darum hat Donald Trump seinen Scheiß auch verloren. Election officials in Virginia, where the sample ballots were from, told CNN they had spent days trying to correct the online misinformation. When we went to bed on election night, when they told us they stopped counting, we woke up and there was a vertical spike right for Biden. Oh Gott, und das wurde auch schon debunked. Dieser Vertical Spike, er spricht von dieser Fehlauszählung, die sie auch schon zugegeben haben und gesagt haben, hey, das ist in unserer Software, das war ein Problem, wir haben das korrigiert, das sieht man hier auch. Wir möchten das eingestehen, Transparenzgründen, dieser Anstieg, das ist tatsächlich ein Fehler auf unserer Seite, es wurde korrigiert, nur damit ihr das wisst. Und hier sitzen diese Motherfucker, die dann das sagen. We woke up and there was a vertical spike right for Biden
130,000 votes approximately. That's when I knew there was a problem. Now, as my buddy Steve Bannon says, if you're gonna lie, be believable about it. Steve Bannon, der Typ, der auf Twitter gebannt wurde, weil er gesagt hat, er würde gerne den Kopf von Fauci an Pfählen an die Ecken des White House stempeln. Jo, guter Mann. Because you do not have 138,000 votes come in, and 135,000 of them come in for Biden. This is what I think you guys might have been talking about on election night, Michigan, 138,000. This was from a website called Decision Desk HQ. But they came out and they said, we messed up. There was an error in how votes came back and reported. And that's why there was this spike in the map. Das heißt, das ist ein Reporting-Problem. Ist also schon geklärt, wie ich erzählt habe. Yeah. But, you know, the election officials in Michigan then all confirmed to say, yes, there was this error. They are not real ballots. Those ballots never existed. President Trump himself even shared a post about the Michigan error. Twitter labeled his post as misinformation. Are you concerned that just as how people on the left can fall for misinformation, that maybe sometimes you... Oh, I'm yes, Globalist NPC for President. Sind die denn fucking lost, Alter? I'm very thorough with the information I look at. I have my... Hat er eine Lampe auf dem Kopf? Bruder, an welchem Punkt deines Cosplays hast du dir denn gedacht, mit der Lampe auf meinem Kopf werde ich mir noch mehr Ausdruck zu verleihen? Ist die getaped? What the fuck? I have my opinions, obviously, but I'm not just gonna go around retweeting blatantly false information or things that I believe that are just, it's just, I look at things that are suspicious. Oder die sind so lost. Die sind so lost. Nothing you can do about it, Alter. Some people at the protest told us the delays in news outlets projecting a winner contributed to their belief that Biden stole the election. Put America first, or else it's gonna be America last. Put America first. You don't think there's any way Trump could have lost? No. Really? Yes. How do you go from almost losing 200,000 in 5 hours, you're down to 30,000 votes away from winning? A lot of Democrats voted in the mail, they voted absentee, they voted before election day. And in a lot of states, those election day votes got counted first. That's why Trump had that early lead. And then once those other votes started getting counted, that is how Biden caught up and So overtook. where are all the Trump ballots? Oh mein Gott, Alter. Dieser Mann fragt jetzt, okay, also er hat erklärt bekommen, hey, es kann nicht sein, dass Trump verloren hat. Also, okay, ich möchte, er wird mich nicht hören, aber nur für euch, damit ich das mal aufgeklärt habe. Trump-Unterstützer sind zur Wahlurne gegangen und darum hatte er diesen Vorsprung. Dann kommen die ganzen Briefwahlen rein und dann hat Biden aufgeholt, weil alle Demokraten, oder nicht alle, aber viele Demokraten Briefwahlen genutzt haben. Warum haben also, vielleicht wisst ihr es auch, die Frage, die er stellt ist, wo sind die ganzen Trump-Stimmen dann? Spoiler Alert, Donald Trump twittert seit Wochen, dass Briefe Scam sind. Also werden seine Unterstützer keine Briefe fucking rausschicken, weil die keine Briefe nutzen sollten. Er hat komplett gesagt, mach es nicht. Das ist Scam. Also hatten seine eigenen Supporter, und das wird ihn hundertprozentig tausende Stimmen gekostet haben, seine eigenen Supporter konnten ihn mehr oder weniger nicht diesen Standards entsprechend mehr per Briefwahl unterstützen, weil der Präsident ja gesagt hat, das ist Scam. Lass mal nicht machen. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Er hat sie einfach selber gefickt. Er hat sich einfach die Wahl gekostet mit diesem Move. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Hintergrund der ein oder andere Berater gesagt haben, Mr. Trump, wissen Sie, glauben Sie, dass das so eine gute Idee ist? Und er hat gesagt, make America great again. Die sind halt zur Wahlurne gegangen. Die sind halt einfach dahin gegangen. Und wenn sie nicht hingegangen sind, vorher gewählt mit Brief, haben sie nicht. Why are we finding them laying around in different places? But Trump was telling everybody not to mail it in, right? That's why there's so much more mail-in Democratic votes, no? No. Was? Many of the Genau! false- Er hat es genauso gesagt! Er hat es genauso gesagt! Or mail-in Democratic votes. But Trump was telling everybody not to mail it in, right? That's why there's so much more mail-in Democratic votes, no? No. Ich fass es nicht. Er sagt es legit. Er gibt ihm sogar die Antwort. Nope. Das ist übrigens kein Bart, das ist sein Gehirn, was rauswächst. Ach du
Scheiße. Many of the false claims alleging voter fraud spread on social media. Facebook and Twitter labeled some as misinformation. I think that's wrong. I think that's not their place. We're like one big science experiment for social media. If I'm seeking a certain viewpoint and they seem to see that I favor that viewpoint more, that's the viewpoint that they're going to feed me. And then the other side's going to get a different viewpoint. Does that concern you as a Facebook user? I mean, it concerns me, yes. Ich möchte, warte mal, hat die sich gerade selber debunked? And they seem to see that I favor that viewpoint more, that's the viewpoint that they're going to feed me. And then the other side's going to get a different viewpoint. Does that concern you as a Facebook user? I mean, it concerns me, yes, because of the fact that unfortunately people fail to think for themselves. They feed into everything that they're seeing without questioning it. Kein Kommentar, Alter. Kein Kommentar, Alter. Es ist einfacher, Leute zu verarschen, als Leute davon zu überzeugen, dass sie verarscht wurden.